Heute machen wir den Hackbällchenauflauf mit Schafskäse im Axi Omnia. Lasst euch überraschen. Für den Hackbällchenauflauf benötigt ihr 650 Gramm kleine Kartoffeln, eine Zucchini, etwa 250 Gramm, 150 Gramm Cocktailtomaten, 2 Paprikaschoten in Rot und Gelb, ein halbes Bund Thymian, 6 Esslöffel Olivenöl, 600 Gramm Hackfleisch gemischt, ein Ei, 2 Scheiben Toast, eine halbe Zitrone, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, edelsüß und 200 Gramm Feta-Käse. So, am Anfang müssen wir zuerst einmal die kleinen Kartoffeln schneiden. Einfach halbieren und in eine Schüssel werden die gleich mit Pfeffer, Salz und Öl gemischt. Jetzt mischt ihr da bitte 2 Esslöffel Olivenöl drauf. Und würzt das Ganze mit Pfeffer und Salz. Könnt ihr schön kräftig würzen. Meine Pfeffer immer so schwer aufgeht. So. Und das Ganze kippen wir jetzt schon mal in die Omnia-Form rein und lassen das Ganze etwas vorgaren. So, die Kartoffeln gehen jetzt erstmal für 25 Minuten auf mittlerer Flamme auf den Gaskocher. Und in der Zwischenzeit können wir die anderen Zutaten nämlich schon vorbereiten. Das Ganze hat auch den Hintergrund, die Kartoffeln sind gleich schön angeröstet. Die kriegen richtigen Röstaroma, die werden auch etwas bräunlich. Ihr braucht auch nachher keine Angst haben, dass der nicht sauber geht. Da gibt es auch noch Tipps, wie ihr den wieder ganz toll sauber bekommt. Aber den stellen wir jetzt erstmal auf die Gasflamme, 25 Minuten. Und wir bereiten den Rest dann vor. So, wir kümmern uns jetzt einmal um das Gemüse. Für das Gemüse, das wird ja auch noch ein bisschen mariniert, da könnt ihr die Schüssel nehmen, wo ihr gerade die Kartoffeln mit Öl und mit Salz und Pfeffer halt ein bisschen mariniert habt. Das schadet ja nun mal nicht. Die Zucchini schneidet ihr in Würfel. Und die werden auch dann gleich mit Öl, Paprika, Pfeffer und Salz und noch ein bisschen Zitrone, Thymian, werden die gleich mariniert und zu den Kartoffeln hinzugefügt. Die Cocktailtomaten braucht ihr auch nur halbieren und auch nur mit zu den Zucchinis geben. Paprikaschoten kennt ihr auch alle, einfach nur halbieren, vierteln und dann entkernen und die werden auch nur in Würfel geschnitten und zum restlichen Gemüse zugefügt. Jetzt der Thymian dran. Da könnt ihr einfach diese kleinen Blätter abmachen und damit würzen. Ihr könnt auch getrockneten Thymian natürlich verwenden. Da rate ich euch ein bisschen mehr zu nehmen, weil getrockneter Thymian ist nicht mehr so aromatisch. Ich liebe halt frische Kräuter und deswegen werdet ihr bei mir immer wieder frische Kräuter finden und viel, viel Gemüse. Fügt bitte den Saft einer halben Zitrone hinzu. Ich habe die gerade schon ausgepresst.
Einfach rübergießen und jetzt kommen 4 Esslöffel Olivenöl dazu. So, ihr könnt mit diesem Löffel ja auch wieder schön abmessen, da sind ja 2 Abmaßen drauf. Pfeffer und Salz natürlich. So, alles kräftig umrühren, dass sich auch der ganze Thymian schön vermischt mit den anderen Zutaten. So, und das könnt ihr jetzt noch mal kurz ein bisschen ziehen lassen. Zwischendurch müssen wir auch die Kartoffeln noch einmal umrühren, weil sonst pappen die halt zu sehr an. Für das Hackfleisch, ich mache Hackfleisch immer ganz traditionell mit Ei, ein Toast, was ich dann ein bisschen einweiche, Pfeffer, Salz, Paprika, vielleicht noch ein bisschen Senf. Macht das Hackfleisch ruhig so, wie ihr es immer gewohnt seid, wie euer Geschmack das halt gewohnt ist, wie ihr es immer macht. Das macht bei dem Rezept überhaupt keinen Unterschied. So, Salz. Natürlich immer schön kräftig würzen mit Pfeffer und Salz. Gibt natürlich immer noch mal einen Geschmack ab an an die restlichen Zutaten in der Omnia Maxi Form, wo wir es ja heute drin machen. Das Rezept habe ich im Übrigen auch schon einmal gemacht für die normale Form. Denn ich wollte hiermit eigentlich zeigen, es wird ja gesagt, man soll 1/3 bzw. das Doppelte der Zutaten nehmen. Ich werde euch gleich mal, wenn wir die anderen Zutaten einfüllen, einmal sagen, warum das gar nicht möglich ist. Ich habe auf meinem Blog auch schon einen kleinen Beitrag dazu geschrieben, warum das gar nicht so umsetzbar ist. Deswegen kann man die Rezepte, die auch von mir veröffentlicht sind, nicht einfach verdoppeln. Es ist ja Quatsch, wenn ich oben den Käse verdoppel, obwohl der Durchmesser sich gar nicht verändert hat, sondern halt nur die Höhe. Aber da sage ich gleich was zu, wenn wir das alles mit den Kartoffeln mischen. Und dann versteht ihr vielleicht auch, warum man nicht einfach 1/3 mehr machen kann, beziehungsweise alles verdoppeln kann. So, wir formen jetzt mal eben ein paar kleine Hackbällchen. Die können ruhig etwas größer sein, weil der Omnia ist ja nun mal auch höher geworden und da können wir die auch ein bisschen größer machen. Und ich habe ja auch in den letzten Videos schon gesagt, man sollte jetzt ein bisschen mehr in die Höhe arbeiten, anstatt in die Breite oder sowas. Also alles immer hoch. Wenn ihr Fleisch habt, schneidet das länger und legt das quer rein. Die müssen wir jetzt gleich auch noch kurz anbraten. Ihr könnt auch ganz viele kleine machen und ganz viele kleine Hackbällchen oben drauf nehmen. So wie ihr halt möchtet. Auch kleine Kinder mitessen, die halt nicht so etwas größere Bällchen essen, sondern lieber ein bisschen kleinere. Da müsst ihr halt gucken, wie es bei euch in den Rahmen passt. So, ich habe da jetzt 9 Hackbällchen rausgemacht und ich denke mal, es ist eine ganz gute Zahl, um die gleich richtig schön in die Omnia-Form reinzulegen. Jetzt werden wir die kurz in der Pfanne anbraten. So, dann werden jetzt ein bisschen die Hackbällchen angebraten. Ihr müsst hier am Anfang ein bisschen mehr drehen, weil damit das auch Bällchen werden. Sonst habt ihr nachher nämlich Frikadellen. Und deswegen, wie gesagt, wenden, 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 wenden.
So, die schieben wir jetzt zur Seite, die sind nämlich schon fast fertig. Den Rest durchgaren machen die jetzt erstmal in der Pfanne und danach nochmal, wenn sie überbacken werden. Und jetzt mischen wir halt unser Gemüse mit den Kartoffeln. So, jetzt die Kartoffeln sind richtig schön angeröstet. Ich habe die gerade schon mal etwas ausgestellt, weil dadurch löst sich dann wieder dieses Röstaroma unten und ihr braucht da nicht so rumkratzen. Denn es kommt wieder Feuchtigkeit und das Angeklebte, was eigentlich im Omnia angeklebt war, das löst sich jetzt gerade wieder. Und das könnt ihr auch sehen, wenn ich jetzt schön umrühre. Geht bitte in dem Omnia nicht mit spitzen Gegenstände rein oder gerade jetzt, weil da hier und da noch was angepappt ist, sondern guckt wirklich, dass ihr etwas aus Kunststoff oder Silikon habt oder ja, mit so einer Spitze halt. Das ist der Dreamfarm Löffel, ist mit Sicherheit schon aus den letzten Videos sehr bekannt. So, dafür ist er nämlich toll, könnt schön umrühren und jetzt packen wir schon mal etwas Gemüse dazu. Jetzt habe ich 3 Dinger davon. Okay, ich bin nur ausgestattet. Okay. Wir packen jetzt erstmal einen Teil dazu, mischen das ein bisschen und dann kommt auch schon etwas Schafskäse drauf, dann das restliche Gemüse und dann die Bällchen und der restliche Schafskäse. Oh, das war der Kamin. Ja, ich weiß, einige legen einen Marmeladendeckel drauf. Ich sage das jetzt gleich dazu, ich kenne den Trick. Benutze das nicht, weil zum einen das sonst vergessen wird, wenn ich diesen Tipp gebe, deswegen möchte ich das nicht machen und zum anderen ist es halt Werbung und da ist man halt bei YouTube-Videos auch immer ganz vorsichtig mit. Aber den Trick kenne ich. Danke für die vielen Hinweise. Jetzt versuchen wir es nochmal. So, einmal kurz ein bisschen untermischen, einfach nur kurz ein bisschen zusammenfügen und das reicht dann auch schon. Jetzt machen wir die Hälfte des Schafskäses darüber. Restliche Gemüse bitte einfüllen einfach. Einfach drüber. Jetzt legen wir die Hackbällchen da drauf. So, und jetzt kommt noch der restliche Schafskäse drauf. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass man die Zutaten für die Maxi-Form ja nicht einfach 1/3 mehr machen kann oder gar die Hälfte. So, ich kann euch jetzt ein Beispiel nennen. Wir haben zum Beispiel jetzt 200 Gramm Schafskäse genommen, der wird jetzt geteilt, aber auch wenn ihr den nur oben drauf macht, ihr habt oben die gleiche Fläche. Die ändert sich nun mal nicht. Und macht ihr da jetzt 400 Gramm Schafskäse drauf, dann habt ihr halt eine höhere Schicht Käse. Die bringt euch herzlich wenig. Wer es mag, ist ja kein Thema, könnt ihr ja machen. Aber der soll ja auch verlaufen, der soll auch ein bisschen Röstaromen kriegen. Und umso mehr Käse ihr da drauf macht, umso weniger Röstaroma kriegt er ja, weil der ist ja einfach nur dicker. Bei dem Gemüse, ich habe jetzt 650 Gramm Kartoffeln da drin und in dem regulären Rezept sind gerade mal 200 Gramm drin. Das ist ja schon mal mehr als das Doppelte. Das liegt einfach daran, weil wir hier in die Höhe gehen und damit die Hackbällchen auch weiter oben liegen und noch mehr Röstaroma kriegen durch die Oberhitze. Man muss da ein bisschen umdenken. Und das ist auch für mich persönlich ganz schwierig, das umzumodellieren und auch optimieren für diese Rezepte. Ich probiere die auch ständig aus und gucke eigentlich auch, kann ich euch eine Regel mitgeben,
wie ihr die normalen Rezepte auf die Omnia Maxiform umrechnen könnt. Kann ich leider nicht. Also ich kann da kein Maß geben, dass ihr das wirklich so hinbekommt, um ein Rezept von den normalen Omnia in die Maxiform zu füllen. Ja, ich habe teilweise, weil bei den Tomaten ist auch der Unterschied, ich habe in dem regulären Rezept 125 Gramm drin, hier habe ich 150 Gramm drin. Diese Tomaten sind ja natürlich für die Flüssigkeitszufuhr. Mache ich jetzt hier 300 Gramm Tomaten drin, habe ich eine Suppe. Dann kommen noch die Zucchini dazu und die Paprikaschoten, dann wird es alles flüssig. Deswegen ist es nicht möglich, dass ihr wirklich die Zutaten verdoppelt. Auch ein Drittel mehr nehmen ist manchmal ziemlich heikel. In dem Fall, bei dem ganzen Gemüse, wäre es wirklich viel zu viel Flüssigkeit. Und es ist wirklich ein Ausprobieren und ein Machen und einfach die Zutaten mal reintun und gucken, wie es wird. Ansonsten müsst ihr warten, bis Firas und dein Klo soweit ist, um alle Rezepte optimiert hat. Wir arbeiten dran, wir machen es auch und wir zeigen euch auch immer wieder. Und vielleicht fällt mir irgendwann ein Trick ein, wie ich euch sagen kann, so könnt ihr es im Maxi machen. Wir warten mal. Jetzt kommt erstmal der restliche Schafskäse drauf und dann überbacken wir das Ganze nochmal und dann gibt es Futter. Passt bitte auch darauf aus, dass ihr jetzt, ich habe das ja jetzt auf dem Gaskocher stehen, der ist ja noch heiß unten, dass ihr den Käse halt nicht durchs Loch fallen lässt. Ja, ich kenne den Trick mit dem Deckel. Vielleicht kommt ja Omnia irgendwann auf die Idee und macht ja auch mal so einen Deckel. Das wäre ja mal cool. Aber bei dem Deckel ist halt auch immer, also es gibt viele, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Es gibt viele, die haben einen Marmeladendeckel genommen. Nochmal schöne Grüße an die Ingrid, die ist nämlich der Ideengeber dafür. Die haben den dann auf den Kamin gelegt. Es gibt eine Marmelade, die hat einen silbernen Deckel. Ich glaube, ich schreibe die unten mal rein in der Beschreibung. Ich darf die nämlich jetzt nicht nennen, weil sonst könnte man das wieder als Werbung auslegen. Und damit das nicht reinfällt. Das Problem ist einfach, dass viele diesen Deckel dann vergessen. Der hat auch noch die gleiche Farbe wie die Form selber, der ist silber und viele vergessen es. Manche machen sich auch schon so einen Nöppel drauf. Es gibt auch welche, die machen Pappbecher drauf, um da nichts reinfallen zu lassen. Es gibt viele, viele Ideen. Die Ideen findet ihr übrigens auch in unserer Facebook-Gruppe, denn da kommt alles her. Die Leute haben da so mega Ideen. Schaut mal rein, die häkeln sich wirklich Sachen für den Knauf. Die machen irgendwelche Halterungen, Bretter, Untersätze. Also die häkeln sich wirklich hier irgendwas, weil der Knauf so heiß wird und machen da Mützchen für. Guckt mal rein. Unter anderem gibt es da auch die Idee mit diesem Deckel auf dem Kamin. Und wie gesagt, besucht uns auf Facebook, da haben wir eine eigene Gruppe. Ich glaube, diese Gruppe, die ist wirklich prädestiniert für Ideen für den Omnia. So, jetzt geht es aber weiter. Wir machen das jetzt nochmal eine Viertelstunde auf mittlerer Flamme und dann hoffen wir, dass wir unseren kleinen Bauch füllen können. Ich habe so einen Hunger. Nein, nein, als ob du es geahnt hättest. Oh, das sieht aber lecker aus. Mein Essen sieht immer lecker aus. Das stimmt. Los geht's. Ja, wir essen jetzt. Lass mich doch erstmal alles wegräumen. Hunger. Löffel? Bist du fertig mit dem Schieben der Teller? So. Ja, wir lassen uns das jetzt schmecken. Hackbällchenauflauf mit Schafskäse auf ganz viel Gemüse, Röstkartoffeln und ja, ich höre gleich auf zu reden, dann könnt ihr gleich essen. Rezept verlinke ich euch nochmal am Ende des Videos, könnt ihr auf dem Blog nachlesen und ich sage jetzt, wir hauen rein. Ja, los geht's.